Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Universitätsbibliothek Stuttgart. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Menü Eintragen und beantworten euch die Frage, wie man in Puma Lesezeichen und Publikationen hinzufügt. Das Menü Eintragen findet ihr hier und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir, dass wir 4 Optionen haben, mit denen wir arbeiten können. Da sie die wichtigste und wahrscheinlich auch meistgenutzte Funktion von Puma ist, beginnen wir mit der jetzt eingekreisten Option, nämlich die mit dem Namen Publikation hinzufügen. Wenn wir dann da drauf geklickt haben, dann sehen wir, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, wie wir eine Publikation hinzufügen können. Einige davon erklären wir im Video zum Scraping. Die Möglichkeit, auf die wir uns in diesem Video beschränken möchten, ist die hier markierte, nämlich die per Hand. Es sei an dieser Stelle allerdings noch erwähnt, dass es automatisierte und teilautomatisierte Verfahren gibt, wie man eine Publikation hinzufügen kann, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Die Möglichkeit per Hand funktioniert allerdings immer. Und genau darauf klicken wir jetzt. Wie ihr seht, öffnen sich mit dem Klick verschiedene Felder, die verschiedene Eingaben erfordern. Es gibt sogenannte Pflichtfelder, die ihr auf jeden Fall ausfüllen müsst, damit ihr einen Eintrag speichern könnt. Dazu gehören der Autor, der Titel der Publikation, das Jahr und ein Tag. Um dies anschaulich zu demonstrieren, haben wir uns ein Beispiel ausgesucht, nämlich dieses hier, für das wir die Pflichtfelder in Puma ausfüllen werden. Das erste Pflichtfeld ist der Titel der Publikation. Dazu markieren wir einfach den Titel, kopieren den und fügen den hier ein. Als nächstes kommen dann die Autoren. Die habe ich schon rausgeschrieben, damit wir die ganz einfach eintippen können. Die gebt ihr in folgender Art und Weise ein. Zuerst mit dem Nachname und dann erst den Vorname. In die nächste Zeile gebt ihr dann den Namen des anderen Autors oder der jeweiligen Autorin ein. Das wäre in dem Fall so. Und dann zu guter Letzt geben wir hier noch das Jahr ein. Das war 2017. Klicken dann auf Weiter. Und hier erscheint das letzte Pflichtfeld in Rot, nämlich erfordert es hier einen Tag. Die Tags sind das letzte Pflichtfeld in Puma, das ihr ausfüllen müsst, damit ihr einen Puma-Eintrag abspeichern könnt. Allerdings gibt es noch weitere Pflichtfelder, die zur Vollständigkeit der Literaturangaben wichtig sind. In unserem Beispiel sind das der Zeitschriftentitel, die Band- und Heftnummer und die Seitenzahl. Unter Tags geben wir als Beispiel Tutorial ein, scrollen ans Ende der Seite und speichern das ab. Dann können wir unter Mein Puma auf eurer individuellen Seite sehen, dass die Publikation hinzugefügt wurde. Beachtet in diesem Zusammenhang bitte allerdings auch, dass insofern ihr es nicht umstellt, alle Publikationen oder alle Lesezeichen, die ihr hinzufügt, für alle öffentlich einsehbar sind. Das heißt, insofern ihr nicht möchtet, dass andere sehen können, was ihr hinzufügt, müsst ihr das noch manuell ändern. Zusätzlich zum Erfassen von Metadaten zu einer Publikation habt ihr auch noch die Möglichkeit, diesem Eintrag in Puma eine Datei hinzuzufügen. Das Ganze könnt ihr machen, indem ihr hier auf den Stift klickt. Dann im Bearbeitungsfenster scrollt ihr etwas runter und seht dann hier die Möglichkeit Dokument hochladen und könnt dann hier eine Datei auswählen. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen auf den Eintrag zu diesem Video und dann sehen wir hier die entsprechende PDF-Datei, die wir schon vorbereitet haben. Da klicken wir dann drauf und wir sehen, dass diese Datei dem Eintrag hinzugefügt wurde. Ihr profitiert sichtlich davon, einen solchen Volltext bei Puma hochzuladen, denn der Vorteil der Literaturverwaltung ist es, dass die Volltexte schnell wieder auffindbar sind, was definitiv besser ist, als wenn sie nur irgendwo auf der Festplatte rumliegen. Das heißt, ihr findet sie wesentlich schneller wieder. Zusätzlich zu PDF-Dateien habt ihr auch noch die Möglichkeit, die folgenden Dateiformate hochzuladen. Beachtet dabei, dass die maximale Dateigröße 50 MB beträgt. Was wir jetzt noch tun müssen, ist den Eintrag abzuspeichern. Das tun wir jetzt noch kurz. Und wie ihr seht, ist das entsprechende PDF hinzugefügt worden. Kommen wir als nächstes dazu, wie man Lesezeichen hinzufügt. Dazu klicken wir wieder auf Eintragen
dann auf Lesezeichen hinzufügen. Wie ihr seht, müsst ihr jetzt an dieser Stelle hier nur noch eine URL einfügen. Klickt dann auf Weiter, dann müsst ihr es wie im Falle von einer Publikation nur noch taggen, abspeichern und schon ist das Lesezeichen gespeichert. Zu den Tags noch etwas an dieser Stelle. Ihr habt über Tags die Möglichkeit, Publikationslisten zu filtern. Das heißt, durch verschiedene Tags könnt ihr gezielte Publikationseinträge anzeigen lassen. Dazu zeigen wir euch auch noch ein kurzes Beispiel. Dafür klicken wir wieder auf mein Puma, meine Einträge, und dann sind wir wieder auf meiner individuellen Seite bei Puma und wir sehen hier den vorherigen Eintrag mit dem dazugehörigen Tag Tutorial. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir alle meine Einträge mit dem Tag Tutorial. Das ist in diesem Fall nur einer. Allerdings können wir, indem wir hier auf Tutorial als Tag von allen Benutzern klicken, können wir uns diese Publikationsliste mit dem Tag Tutorial, was alle Benutzer erfasst haben, anzeigen lassen. Zu den letzten zwei Optionen des Menüs Eintragen, die ihr hier markiert seht, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Einzig und allein zur letzten Option, nämlich Publikation importieren, möchten wir doch noch kurz etwas erwähnen. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, Publikationslisten aus anderen Literaturverwaltungen in Puma zu importieren. Zum Beispiel könnt ihr aus Citavi über das BibTeX-Format in Puma eine Publikationsliste importieren. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse wenden oder schreibt uns in die YouTube-Kommentare und wir werden uns so schnell wie möglich mit euren Fragen auseinandersetzen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.